Mensch macht Klima von Technik kontrovers. Mein Name ist Helena Tränks und ich werde Sie gemeinsam mit meiner Kollegin Lisa Nawitz heute durch den Abend begleiten. Lisa und ich sind beide wissenschaftliche Mitarbeiterinnen hier am Institut für Technikfolgenabschätzung und Systemanalyse. Wir werden das in weiterer Folge nur noch ITAS nennen, damit es einfacher ist. Und wir sind Teil des Technik-Kontrovers-Teams. Technik-Kontrovers ist eine Veranstaltungsreihe, die von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern hier im Institut organisiert wird, ungefähr vierteljährlich. Und die Idee dahinter ist, dass Technikthemen, die gesellschaftlich brisant sind, mit der Öffentlichkeit diskutiert werden, dass man einen Einblick in die Forschung des Hauses hier bekommt, des ITAS und auch des KIT, und dass wir mit dem Publikum und also mit Ihnen in Austausch kommen über diese verschiedenen wissenschaftlichen Forschungsstränge. Genau, heute haben wir uns dem Thema Klima verschrieben. Genau, und das noch vielleicht, also wir zwei stehen jetzt hier, aber wir sind stellvertretend für eine viel, viel größere Gruppe, die hier immer mithilft und das Ganze mitorganisiert. Also an alle im Hintergrund ein herzliches Dankeschön. Genau, beim Reinkommen haben Sie vielleicht schon die Füße gesehen. Vielleicht hat der eine oder die andere schon mal das Handy gezückt und den Taschenrechner aktiviert. Das ist eigentlich ein ganz guter Einstieg in unser Thema heute. Mit diesem spielerischen Ansatz können Sie eigentlich Ihre alltäglichen Handlungen auf deren CO2-Bilanz hin überprüfen. Und wir haben hier hinten bei dem Getränketisch auch die Auswertungsbögen. Sie sind herzlich eingeladen, später auch nochmal, wenn Sie möchten, genau, der Kollege hält es hoch, Dankeschön, das auszuwerten und zu sehen, wie viel Erden Sie mit Ihrem aktuellen Lebensstil verbrauchen. Genau, wie Sie sich wahrscheinlich bei dem Titel schon gedacht haben, Mensch macht Klima. Wir wollen heute der Frage nachgehen, welche Macht wir eigentlich als Einzelpersonen im Alltag haben, um dem Klimawandel entgegenzuwirken und welche klimafreundlichen Alltagsmaßnahmen eigentlich so tagtäglich möglich sind. Vorab möchten wir noch betonen, dass es in dieser Veranstaltung nicht darum geht, die Bekämpfung des Klimawandels auf die Zivilgesellschaft und auf die Konsumenten allein abzuschieben. Wir sehen hier auf jeden Fall die Politik gefordert, das ist total wichtig, hier Rahmenbedingungen zu setzen und Schritte. Allerdings muss sowohl die Politik als auch die Zivilgesellschaft umdenken und es braucht eben kritische, aufgeklärte Bürgerinnen und Bürger, die das auch einfordern können. So gesehen ist das Ziel unserer Veranstaltung, dass wir Ihnen heute Handlungsspielräume aufzeigen und die auch wissenschaftlich untermauern können. Ja, auch ein ganz herzliches Willkommen von meiner Seite. Wie Sie in der Veranstaltungsankündigung vielleicht schon gesehen haben, hören wir heute Abend 3 Vorträge. Der erste Vortrag wird im Allgemeinen auch zum Thema Klimawandel sein und den Blick auch auf eine Erfolgsgeschichte des Klimaschutzes richten, nämlich auf das Verbot zu Fluorkohlenwasserstoffen und der damit verbundenen Erholung der Ozonschicht. Im zweiten Vortrag werden wir den Blick eher auf die individuelle Ebene richten und einen Blick werfen auf das Thema der Klimafolgen in unseren individuellen Alltagsentscheidungen und uns auch mit der Frage beschäftigen, wie man diese eigentlich von wissenschaftlicher Seite methodisch messen bzw. berechnen kann. Im dritten Vortrag wird es dann schließlich gehen um Ideen für einen klimaschonenden Alltag und Sie werden einen Einblick bekommen in das Projekt Klimaschutz gemeinsam wagen. Und im Anschluss haben wir noch ausreichend Zeit eingeplant für die bereits angesprochene Diskussion. Wir freuen uns sehr, in den Austausch mit Ihnen zu treten, sowohl was Fragen an die Referenten anbelangt, als auch Anregungen zum Thema. Genau, wir sind sehr gespannt auf Ihre Meinungen dazu. Vorab noch ein kurzer Hinweis. Wir möchten Sie bitten, Verständnisfragen direkt im Anschluss an die Vorträge zu stellen, die sich direkt an die Referenten richten. Da haben wir Zeit für eingeplant. Alle anderen Dinge, die sich sozusagen auf die Diskussion beziehen, würden wir dann gerne im Anschluss sozusagen gebündelt machen. Wir haben da, wie gesagt, ausreichend Zeit eingeplant. Bevor es losgeht, noch ein letzter Hinweis. Wie Sie vielleicht im Eingang gesehen haben, die Vorträge werden auf Video aufgezeichnet. Die Kamera wird dann allerdings abgeschaltet, wenn wir in die Diskussion einsteigen, sodass wir hier in einem ganz offenen Rahmen miteinander diskutieren können und da keine Dokumentation dann im Bewegtbild haben werden. Kommen wir auch schon zum ersten Vortrag. Das Thema ist Dimension des Klimawandels und Geschichte des Klimaschutzes. Wir freuen uns ganz besonders, dass wir heute Abend Professor Breseke zu Gast haben. Er ist Professor am Institut für Meteorologie und Klimaforschung am KIT im Bereich atmosphärische Spurengase und Fernerkundung.
Er ist gleichzeitig wissenschaftlicher Koordinator der Helmholtz-Klimainitiative Regionale Klimaänderung, kurz RECLIM, und er ist auch Leitautor des Sachstandsberichts zur Lage der Ozonschicht. Herr Bresicke, Sie haben das Wort, schön, dass Sie da sind. Ja, vielen Dank für die nette Einführung, auch von mir ein herzliches Willkommen. Ich bin gebeten worden, kurz was zu erzählen zur Dimension des Klimawandels und zur Geschichte des Klimaschutzes. Perfekt, Dankeschön. Und dachte, ich stelle mal ein bisschen was zusammen. Vorher weiß man ja nicht, wie das Publikum zusammengesetzt ist. Von daher ist es so ein bisschen ein Blumenstrauß, der hoffentlich so 2, 3 Punkte machen kann. Und ich freue mich dann über Ihr Feedback und über die Diskussion im Anschluss. Fangen wir mal an. Ich nehme an, es gibt wahrscheinlich niemanden im Raum, den ich das in sehr viel Detail erklären muss. Das ist hier einfach mal die Zeitserie, wie man sie auch überall schön im Internet findet, der CO2-Konzentration in der Atmosphäre als Funktion der Zeit. Das wird manchmal auch Keeling-Kurve genannt, weil 1960 der Kollege namens Keeling die gute Idee hatte, man könnte ja mal CO2 messen, das wäre ja mal ganz spannend zu gucken, wie viel davon überhaupt in der Atmosphäre ist. Und dann wurde das in Evergreen, weil man merkte, naja, CO2 verändert sich ja auch. Es war auch ein bisschen mehr da, als man so vielleicht gedacht hätte, weil vor der industriellen Revolution ging man so aus von 280 Parts per Million, also ne, das ist ganz, ganz wenig eigentlich in der Luft, nur natürlich Sauerstoff und Stickstoff sind viel zahlreicher. Und dann sah man halt, naja, es geht immer so langsam rauf und rauf und rauf und verstand auch relativ gut, dass das natürlich mit der Nutzung fossiler Brennstoffe etc. zusammenhängt. Ne? Und der Trend ist, ich sag mal so, als nicht allzu pessimistisch klingen wollender Mensch, halt ungebrochen. Man sieht halt in dieser roten Kurve, das sind wirklich die Monatswerte, man sieht einen schönen Jahresgang, das System atmet, wir haben die Vegetation, die spielt eine Rolle, wie das CO2 umverteilt wird im System, was wir sozusagen produzieren. Aber man sieht generell eben den Kurs nach oben und die 400er-Marke ist schon überschritten. Hier nochmal nur ein Ausschnitt aus den letzten Jahren, dass man nochmal sieht, wie das nach oben geht. Dann kann man natürlich lange darüber nachdenken, macht das überhaupt was, ist das schlimm? Und hier habe ich mal was Nettes mitgebracht aus Deutschland. Das ist eine der längsten Zeitserien der Temperaturmessung, die es überhaupt gibt. Das ist auf dem Hohen Peißenberg. Da haben schon die Mönche im 18. Jahrhundert die Temperatur gemessen. Die hatten was ganz anderes damit vor. Aber durch einen glücklichen Umstand der Geschichte gibt es diese Temperaturmessung jetzt seit 1780 dort auf dem Hohen Peißenberg. Das ist natürlich bloß ein Punkt. Und da kann man immer fragen, ist so ein Punkt repräsentativ? Und hier sind mal die Messwerte aufgetragen, das sind die Jahresmittel dieser langen Kurve. Und dann sind die nochmal ein bisschen geglättet mit so ein bisschen Mittelung, damit es ein bisschen weniger spackelt. Und man sieht natürlich hier, am Anfang gibt es auch große Schwankungen, die sind teilweise auch vielleicht nicht ganz real, weil halt die Messsysteme auch geändert wurden und die Leute abgelesen haben. Aber man sieht generell, vor allen Dingen, wenn man in den hinteren Teil schaut, dass halt gerade seit 1960 die Temperatur sehr schnell hochgegangen ist. Jetzt kann man natürlich sagen, gut, das ist nur ein Punkt und ja gut, CO2 ist hochgegangen, Temperatur ist hochgegangen, kann ja auch Zufall sein, es gibt auch Gegenden, gibt es viele Störche und da kommen viele Babys und das hat trotzdem miteinander nichts zu tun. Ne? Aber das ist halt nicht so, weil man schon sehr früh sich überlegt hat, was macht CO2 überhaupt in der Atmosphäre. Und die erste wissenschaftliche Arbeit, die wirklich sich überlegt hat, wie sieht es denn aus, wenn das Kohlendioxid mehr wird in der Atmosphäre, was passiert denn mit den bodennahen Temperaturen, wurde schon von Svante Arrhenius 1896 publiziert. Und in dieser Arbeit ist das physikalische Grundverständnis auch schon so, wie wir es heute immer noch haben. Da hat sich nichts dran geändert. Also mehr CO2, das ist vollkommen logisch und physikalisch belegbar, heißt, es wird hier unten wärmer. Dass das noch ganz viel anderes heißt und dass es noch sehr viele komplexe Wechselwirkungen gibt, das sei nicht verschwiegen. Also um wie viel es genau wärmer wird, das ist schwer zu sagen. Aber der Grundeffekt, es wird mehr und es wird wärmer, das wissen wir schon seit 1896 in schriftlicher Form und dieses Wissen hat sich nicht geändert. Von daher ist es auch ganz klar, dass es ein gutes wissenschaftliches Rational gab für Sachstandsberichte zum Klima, als man verstanden hat, dass eben Klimawandel was ist, was uns alle betrifft. Dazu wurde gegründet das IPCC, das Intergovernmental Panel on Climate Change. Das wurde 1988 gegründet, sitzt auch mit seinem Hauptsitz in der Schweiz und hat diesen schönen, sperrigen deutschen Namen Zwischenstaatlicher Ausschuss für Klimaänderungen.
und wurde einfach mit der Idee gegründet, dass man eine gute Idee braucht, wie das Klima sich ändert, wenn man auf Klimawandel reagieren möchte oder muss, und ist sozusagen so eine Art Fieberthermometerhalter für unseren Planeten. Alle 5, 6 Jahre wird ein großer Sachstandsbericht gemacht, der alles Mögliche versucht reinzuholen und eben in verständlicher Form aufzubereiten, gerade auch für die Politiker, um zu sagen, das ist der Stand unseres Wissens, mit all den anderen Dingen, die um den Klimawandel herum noch passieren, weil es eben so viel mehr ist, als wirklich das CO2 geht hoch und die Temperatur geht hoch. Und vor kurzem, das war auch in den Medien gut begleitet worden, gab es dann noch einen Sonderbericht, wo man sich überlegt hat, gibt es denn noch eine Chance, dass wir überhaupt die globale Erwärmung beschränken bei 1,5 Grad? Wie kommt man auf diese 1,5 Grad? Da gibt es hier diese recht komplexe und ich finde vielleicht fast schon übertrieben komplexe Grafik, aber das ist halt die offizielle Grafik aus diesem Report, deswegen wollte ich sie Ihnen nicht vorenthalten, wo man einfach mal aufzeigt, hier ist jetzt nochmal aufgetragen die global gemittelte Temperatur über alle uns bekannten Messstationen. Und die graue, wackelige Linie ist praktisch das, was gemessen wurde. Die orange Linie, könnte ich im Detail darauf eingehen, wie die gemacht wird, ist eine beste Abschätzung, was die anthropogene Erwärmung ist. Und man sieht, die Abschätzung stimmt relativ genau mit dieser wackeligen Linie überein. Und wenn man das so praktisch mal Pi Daumen so in die Zukunft projiziert, dann sieht man schon, wir sind noch auf dem Ast, wo es rapide nach oben geht und wärmer wird. Und es gibt halt bestimmte Überlegungen, dass bestimmte Prozesse kritisch beeinflusst werden, wenn man über 1,5 bis 2 Grad globale Erwärmung geht. Und deswegen gab es halt die Idee, das auch mal politisch zu verankern, dass man gerne diese Erwärmung limitieren möchte. Und da hat man sich halt überlegt, was kann man machen? Wie kann man bestimmte Sachen reduzieren? Gibt es eine Möglichkeit, Netto-Null CO2-Emissionen zu erreichen? Und dieses schöne Wort Netto-Null verrät uns auch schon, wo das Problem liegt. Ganz, ganz viele Sachen, die wir machen, ob wir wollen oder nicht, verursachen einfach CO2. Und es wird uns ganz schwer fallen, eine moderne Welt zu haben, in der wir überhaupt kein CO2 mehr freisetzen. Allerdings könnte man sich auch überlegen, dass man natürlich aufgrund technischen Fortschritts CO2 halt auch irgendwie wieder entfernen kann aus dem System. Und daher kommt dann dieser Begriff, dieses Netto-Null. Das heißt, man müsste Wege finden, da gibt es technische Ansätze für, dass man genauso viel CO2 wieder aus dem System entfernt, wie man dann zukünftig noch, und hier ist so ein Zeithorizont angegeben, dass man gesagt hat, so vielleicht kurz nach 2050 ist das erreichbar, dass man dann eben praktisch dazu kommt, dass netto nicht noch mehr CO2 in der Atmosphäre verbleibt. Und dann würde man sich da stabilisieren. Man sieht aber auch, hier ist die 1,5 mal als rote Linie eingezeichnet, dass in ganz vielen Szenarien trotzdem man immer noch so ein bisschen rüberkommt, ehe man sich dann so hinten wieder stabilisiert. Also das Ganze ist unglaublich schwer. Und CO2 zu regulieren ist halt auch schwer, weil es halt überall entsteht. Von daher dachte ich, bringe ich noch eine positive Mitteilung mit. Und es wurde ja schon kurz erwähnt, die Älteren unter uns erinnern sich wahrscheinlich ein bisschen besser als die Jüngeren, weil es ein bisschen aus den Medien verschwunden. Wir haben eine schützende Ozonschicht in der Stratosphäre. Die schützt uns vor UV und die ist da aus einem sehr guten Grund und ermöglicht sozusagen hier das biologische Leben auf der Erde. Und durch den exzessiven Einsatz von Fluorchlorkohlenwasserstoffen haben wir es wirklich geschafft gehabt, diese Ozonschicht doch ganz schön stark anzugreifen. Hier ist mal so ein Bildchen, hier ist die Ozonsäule und eigentlich normal sollten sein solche Werte um 0,008, wie man sie hier im Orange und Gelben sieht. Die sollte man hier eigentlich auch sehen. Und die hat man auch 1980 da noch gesehen. Aber allerdings durch die Fluorchlorkohlenwasserstoffe und das darin enthaltene Chlor kam es dazu, dass Ozon, immer wenn da die Sonne scheint, im Frühjahr ganz stark abgebaut wird und dann bekommt man hier dieses Ozonloch. Dieses Problem wurde relativ schnell erkannt. Es gab dann ein entsprechendes Montrealer Protokoll, ein sogenanntes, was dann praktisch auch gesagt hat, wie auch fürs Klima generell brauchen wir auch hierfür für die Luftzusammensetzung einen Sachstandsbericht und der wird alle 4 Jahre durchgeführt und monitort sozusagen den Gesundheitszustand der Ozonschicht.
Und da gibt es halt die gute Nachricht, dass der sich jetzt verbessert. Aber was ist eigentlich der Unterschied? Was ist die Herausforderung? Das wollte ich noch einmal ganz kurz zusammenfassen, bevor ich dann weiterreiche an die Kolleginnen. Die Ozonproblematik. Da gab es wenige Hersteller von Fluorchlorkohlenwasserstoffen und es gab bekannte Ersatzstoffe. Man hat die Dinge aber genommen, weil sie billig sind. Und die sind immer noch billig. Und wenn man zum Beispiel jetzt in die Presse guckt, wird man auch sehen, dass zum Beispiel eins dieser FCKWs, nämlich CFC11, gerade wieder aus China freigesetzt wird, weil es wirklich die allerbilligste Methode ist, Bauschaum herzustellen. Immer noch. Und deswegen ist die Versuchung groß, dass man es macht. Von daher, auch da muss man noch ein Auge drauf haben und muss es kontrollieren. Aber das ist relativ gut gelungen, weil die ganzen großen amerikanischen Firmen da mitgegangen sind. Und es gab eine sichtbare Auswirkung, die man den Leuten gut zeigen konnte. Guckt mal her, es gab gerade neue Bilder von Satelliten. So viel war da vorher, so viel ist da jetzt, da ist ein Loch und das waren wir. Und diesen Mechanismus konnte man sehr gut erklären und rüberbringen. Beim CO2 ist es natürlich viel schwerer. Da sind viele Verursacher. Man kann sich selbst an die eigene Nase fassen, man kann der Industrie an die Nase fassen, aber es ist unglaublich schwer, auch vollkommen zu vermeiden, weil es halt bei fast allen möglichen Prozessen anfängt. Auswirkung ist nicht direkt sichtbar, so ein bisschen mehr oder weniger CO2 hier im Raum. Bei der Zeit, wo wir hier rausgehen, hat sich der CO2-Gehalt wahrscheinlich hier im Raum verdoppelt, weil wir alle atmen. Aber das können wir gut aushalten. Von daher ist es eigentlich ja nicht so schlimm. Aber die indirekten Auswirkungen, das ist dann das, worum wir uns Sorgen machen sollten. Und die sind aber auch nachweisbar. Nur, dass man eben dazu ein bisschen mehr Überzeugungsarbeit aufwenden muss. Dann ist natürlich die Frage, wohin gehen wir? Also der Schutz der Ozonschicht, der klappt jetzt schon mal, zumindest vom Monitoring her und eigentlich auch von dem, was wir erreicht haben und ist auch Klimaschutz. Dazu habe ich jetzt gar nicht im Detail ausgeholt, aber man kann auch zeigen, dass dieses Ozonloch klimawirksam wird. Und dann gibt es noch die Wirkung der Gase, die auch noch als Treibhausgase wie CO2 wirksam sind. Und das ist jetzt aber alles mitreguliert durch das Protokoll von Montreal. Und natürlich, wenn wir jetzt aber über den großen Klimawandel reden und über den Temperaturanstieg, den ich vorhin gezeigt habe, dann geht es nur, wenn wir weiterhin Treibhausgase vermeiden und das ist unverzichtbar. Wir können über Adaption nachdenken, aber es wird nichts darum herumführen, dass wenn wir die Erwärmung limitieren wollen, und ich bin mir ziemlich sicher, dass wir das wollen, dann müssen wir halt darauf hinarbeiten, dass wir weniger CO2 freisetzen. Und da gibt es zum einen Bewusstseinswandel, da nehme ich an, da sind viele von uns hier schon recht weit. Und dann natürlich auch neue Technologien, weil dieses magische Wort von Netto Null, das werden wir eben nicht erreichen können, indem wir alles vermeiden, weil das wollen wir ja wahrscheinlich auch nicht. Und von daher denke ich aber, ist das einfach eine schöne Botschaft. Also es gibt eines, also beide Prozesse funktionieren, sowohl der IPCC mit seinem Sachstandsbericht fürs Klima, als auch der zum Schutz der Ozonschicht. Der zum Schutz der Ozonschicht hat halt jetzt schon den Erfolg, dass wirklich auch die Substanzen kontrolliert werden und dass es dafür wirklich Prozesse und Protokolle gibt, wie diese Substanzen kontrolliert werden. Und beim CO2 tun wir uns halt noch schwer, aber sind vielleicht auf dem richtigen Weg dahin. Was immer dann auch die Lösung ist, das CO2 zu kontrollieren, sei es Steuern, sei es Zertifikate oder sonst was, aber das können die Kollegen im ITAS diskutieren. Ne? Und damit ende ich und danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Herzlichen Dank, Herr Brüsseke, für den Vortrag. Zum einen schön, dass wir auch eine Erfolgsgeschichte zu dem Thema heute Abend da haben, aber zugleich höre ich auch raus, mahnende Worte und genau, wir alle müssen uns Gedanken darüber machen, wie wir der diffusen Quelle CO2 denn beikommen. Ja, als nächstes wollen wir uns damit beschäftigen, wie wir denn jetzt diese Umweltauswirkungen fassen können. Und da darf ich sehr herzlich meine Kollegin Eva Wendeberg begrüßen. Eva ist Geoökologin und ebenfalls wissenschaftliche Mitarbeiterin hier im Institut. Sie arbeitet unter anderem in den Projekten Quartier Zukunft und Klimaschutz gemeinsam wagen, zu dem wir später auch noch mehr hören werden. Und sie gibt uns heute Einblick in die Lebenszyklusanalyse. Das ist ein Tool, mit dem die Umweltauswirkungen von Produkten gemessen werden kann. Genau, es gibt eine kurze Einführung. Und dann begeben wir uns zusammen auf eine imaginäre Reise durch den Alltag. Da dürfen Sie dann sehr gerne mit uns reisen. Und dann schauen wir uns zusammen an, welche Aktivitäten eigentlich welche CO2-Emissionen verursachen. Genau, vielen Dank, Eva. Ich gebe an dich weiter.
mache ich weiter. Wir wissen bereits, dass etwas zu tun ist. Und um das nochmal mit Zahlen ein bisschen zu untermauern, habe ich Ihnen diese Grafik über die CO2-Emissionen pro Kopf mitgebracht, weltweit. Und zwar sehen Sie hier die CO2-Emissionen pro Kopf in Tonnen pro Jahr und den Anteil der Weltbevölkerung. Und zwar ist ganz deutlich sichtbar, wir sind ja hier in Deutschland, so können Sie sich schon mal den orangenen Balken anschauen. Und Deutschland hat einen durchschnittlichen pro Kopf CO2-Fußabdruck von ungefähr knappen 10 Tonnen. Verglichen mit der Welt sind wir ungefähr doppelt so hoch. Der globale Durchschnitt liegt bei 4,8. Und wie setzen sich denn diese CO2-Emissionen pro Kopf in Deutschland eigentlich zusammen? Wir sehen hier Heizung und Strom und Infrastruktur, wo Wasserversorgung, Entsorgung und Abfall mit drin ist, von ungefähr 20% aus, sind wir mit 20%. Und weitere Aspekte sind Ernährung mit 14%, Mobilität mit 18%. Dabei ist zu berücksichtigen, dass dabei bereits Flüge mit drin sind. Und sonstiger Konsum, was wir halt so benötigen im Alltag. Und um unser notwendiges 2-Grad-Ziel, am besten natürlich das 1,5-Grad-Ziel einzuhalten, um die katastrophalen Folgen des Klimawandels einzudämmen, sollte der CO2-Fußabdruck jedes Einzelnen in Deutschland auf ungefähr weniger als 2 Tonnen reduziert werden. Das machen ungefähr, wenn man das pro Jahr, pro Tag ausrechnet, ungefähr 5 Kilogramm aus. Nicht so viel, oder? Schauen wir mal. Und um das jetzt so ein bisschen greifbarer zu machen, möchte ich das gerne Ihnen an einem Produktbeispiel veranschaulichen. Und zwar wollen wir mal schauen, was denn eigentlich hinter diesem Produkt Autos so steckt. Wir sehen ein neues Auto beim Autohändler, aber was steckt denn da eigentlich alles dahinter? Gemeinsam mit Ihnen möchte ich die Wertschöpfungskette aufbauen. Der erste Schritt der Wertschöpfungskette ist natürlich die Rohstoffgewinnung. Das heißt, wir brauchen Rohstoffe wie Plastik, wir brauchen Aluminium, also Bauxit zum Beispiel aus Australien, wir brauchen Kupfer zum Beispiel aus Chile. Und dann müssen wir die Komponenten zusammenbauen in dem Schritt der Produktion. Als nächstes haben wir schon ein fertiges Auto und das Auto muss natürlich vertrieben werden. Es geht auch mit allen möglichen Verkehrsmitteln. Der nächste Schritt der Wertschöpfungskette ist die Nutzung. Dabei ist zu beachten, dass wir während der Nutzung auch weiteren Input brauchen in Form von Kraftstoff. Oder wir müssen unser Auto reparieren. Sind wir dann schon fertig mit der Wertschöpfungskette? Es fehlt noch ein letzter Schritt, und zwar ist es die Entsorgung. Das Auto verschwindet ja nicht irgendwann, sondern es muss im besten Fall recycelt werden. Das heißt, es wird demontiert, wichtige Bestandteile werden rausgenommen, fachgerecht recycelt und der Rest wird geschreddert. Im schlimmsten Fall wird es exportiert als Abfall. Aber darüber wollen wir heute nicht reden. Hier nochmal ein Überblick über unsere Wertschöpfungskette. So, und wie gehe ich jetzt vor? Wie bekomme ich jetzt raus, was eigentlich hinter diesem Auto an CO2-Emissionen steckt? Dafür gibt es die Methodik namens Lebenszyklusanalyse. Ein Synonymbegriff dafür ist auch Ökobilanz oder als Abkürzung wird LCA verwendet. Das ist ein Verfahren, um potenzielle Umweltauswirkungen
und zwar im Verlauf eines Lebensweges, eines kompletten Lebensweges eines Produktes, Prozesses oder Dienstleistung zu bewerten. Und diese Methodik ist auch, damit man Ergebnisse vergleichen kann, in der ISO-Norm definiert. Und dann möchte ich Ihnen ganz kurz mal vorstellen, wie diese Methodik funktioniert, damit Sie einen kleinen Eindruck bekommen. Und zwar brauchen wir erstmal die Festlegung des Ziels und des Untersuchungsrahmens, wie dass wir unsere Systemgrenzen festlegen müssen. Der zweite Schritt, brauchen wir Daten. Das wird in Form einer Sachbilanz zusammengestellt. Und hier ist ein kleines Beispiel. Für jeden einzelnen Schritt der Wertschöpfungskette haben wir jeweils einen bestimmten Input, an Rohmaterialien oder auch Energie. Und bei jedem einzelnen Schritt entstehen auch Emissionen. Und die werden alle aufgelistet. Und wenn wir diese Sachbilanz fertig haben, dann können wir die Wirkungsabschätzung durchführen. Und zwar werden dabei die Sachbilanzdaten mit Umweltauswirkungen verknüpft. Dabei gibt es verschiedene Umweltauswirkungen. Heute geht es ja vor allem um den Klimawandel. Und dafür habe ich jetzt schon ein paar Mal CO2-Emissionen gesagt, beziehungsweise es gibt natürlich noch weitere Treibhausgase. Und um auch diese analysieren zu können, wird alles auf die Referenz CO2 bezogen, weil diese ja unterschiedliche Auswirkungen haben. Zum Beispiel, Methan hat eine 25-fache Wirkung wie CO2 und deswegen wird alles auf CO2-Äquivalente umgerechnet, um einen gemeinsamen Nenner zu finden. Weitere Wirkungskategorien sind zum Beispiel die Analyse des Ressourcenverbrauchs, die Versauerung oder Eutrophierung. Und es sind alles ganz wichtige Umweltkategorien, die für eine komplette Lebenszyklusanalyse analysiert werden müssen, um eine gute und validative Aussage über ein Produkt machen zu können. Aber heute wollen wir uns ja auf den Klimawandel fokussieren. Und dafür darf ich Sie einladen auf eine kleine CO2-Reise durch unseren Alltag. Wir wissen, wie Herr Bressige auch schon gesagt hat, CO2 entsteht fast überall. Und genau, dann dürfen Sie sich mal vorstellen, Sie fahren morgen früh zur Arbeit. Und Sie haben jetzt beispielhaft einen Arbeitsweg von ungefähr 10 Kilometern. Und ich habe Ihnen hier eine Schätzfrage mitgebracht. Sie dürfen jetzt, ich lese sie auch gleich nochmal vor, aber Sie dürfen diese Schätzfrage dann, Sie dürfen Ihre Hand heben, ob Sie für A oder für B stimmen würden. Und zwar geht es darum, was Sie einsparen würden, wenn Sie denn das Fahrrad statt dem Auto nehmen würden. Die Annahmen, die ich dafür festgelegt habe, für diese Bewertung ist, es sitzt eine Person im Auto, also wir beziehen uns auf eine Person. Es ist ein Mittelklassewagen und ein Benziner. Genau. Dann Ja, dann möchtest du nochmal die Antworten vorlesen? Ja, also, meinen Sie, es wird A 2 bis 3 Kilogramm CO2-Äquivalente eingespart oder 0,2 bis 0,3 Kilogramm CO2-Äquivalente? Wer ist für A? Okay. Helena unterstützt mich bei der Ja, Auswertung. Genau, ich versuche das zu überschreiben. Okay. Und wer ist für B? Okay, das ist nicht ganz eindeutig. Okay, 50-50. Also es ist schwierig und wir sehen, es ist wirklich nicht so einfach, die Zahlen greifbar vor sich zu haben. Aber dafür sind wir heute da. Und zwar die richtige Antwort sind A 2 bis 3 Kilogramm. Um es ein bisschen besser einordnen zu können, habe ich Ihnen auch noch Beispiele mitgebracht, mit denen man es vergleichen kann. Also, wenn Sie den ÖPNV statt dem Auto nehmen würden, dann würden Sie ungefähr 70% einsparen. Und wenn Sie das Auto nicht nur alleine nutzen werden, sondern noch weitere 4 Kollegen mitnehmen würden, das heißt, so eine Art Carsharing machen würden und das Auto mit 5 Personen bestücken, dann sehen Sie, es ist ein Fünftel nur noch der Treibhausgasemissionen. Klar, geteilt durch 5.
Und wenn man zu Fuß geht, ist es auch 0. Genau. Die zweite Frage ist, stellen Sie sich vor, Sie sind bei der Arbeit und arbeiten am PC. Ein PC verbraucht ungefähr 450 Kilowattstunden pro Jahr. Wie viel würde ich denn einsparen, wenn der Arbeitgeber zu Ökostrom wechseln würde? Die Annahmen dabei sind, der PC hat ungefähr 550 Watt. Sie haben 220 Arbeitstage pro Jahr und arbeiten 8 Stunden pro Tag. Ist hier die Antwort A, 70 bis 90 Kilogramm CO2-Äquivalente pro Jahr hochgerechnet, oder B, 90 bis 110. Was meinen Sie? A? Ja, genau. Entschuldigung. Wer ist für A? Das sind noch ein paar weniger, vielleicht so 10, 15. Und wer ist für B? Okay, das ist die Mehrheit. Sehr gut. Die Mehrheit hat recht. Genau, wenn wir in dem Fall zu Ökostrom wechseln würden, dann würde ungefähr 94% eingespart werden. Nun ist Mittagspause. Sie gehen in die Mensa und es gibt Spaghetti Bolognese. Sie haben die Wahl zwischen einer fleischhaltigen und einer vegetarischen Alternative. Hier ein ganz einfaches Rezept, Studentenbasis, damit wir auch alle vom gleichen Rezept sprechen. 100 Gramm Spaghetti, 100 Gramm Tomatensauce und entweder 150 Gramm Rinderhackfleisch oder 150 Gramm Sojaschnitzel. Und noch ein bisschen Parmesan oben drauf, natürlich. Was werden Sie denn einsparen? Was meinen Sie, wenn Sie sich für die vegetarische Variante entscheiden würden? A, 0,04 bis 0,05 Kilogramm pro Mittagessen oder 0,4 bis 0,5 Kilogramm CO2-Äquivalente. Kommt das Rind aus Deutschland oder aus einem Das ist ein durchschnittliches Rind. Damit wird eine breite Quellenbasis berücksichtigt. Wer ist für A? Niemand mehr. Und wer ist für B? Okay, das ist die Mehrheit. Sehr gut, das haben Sie gut abgeschätzt. Hier noch als weitere Variante, wenn Sie den Parmesan weglassen würden, würden Sie natürlich noch mal ein kleines bisschen mehr, ungefähr 40 Gramm einsparen. Da kommt es aber auch ein bisschen drauf an, wie viel Parmesan Sie drauf machen würden. Okay, nun ist Feierabend. Sie müssen noch schnell einkaufen gehen. Leider haben Sie Ihre Einkaufstasche vergessen, stellen Sie im Laden fest. Und an der Kasse haben Sie die Qual der Wahl, ob Sie jetzt die Plastik- oder die Papiertüte nehmen würden. Dabei ist jetzt hier die Frage, welche Tüte hat den geringeren CO2-Rucksack? Wer ist für Plastik? A. Okay. Ja, gar nicht so wenige. Und wer würde die Papiertüte nehmen? Puh. Also 50-50 würde ich jetzt schätzen. Haben Sie automatisch auch wieder ganz gut abgeschätzt. Weil es schenkt sich nicht viel, wenn man die Kategorie Klimawandel anschaut. Und zwar hängt es damit zusammen, dass die Papiertüte zwar ein bisschen einen geringeren CO2-Fußabdruck hat bei der Produktion, aber sie ist etwas schwerer als die Plastiktüte. Deswegen werden automatisch dort gleichen sich die CO2-Emissionen wieder aus, die CO2-Äquivalent-Emissionen. Ich habe jetzt hier noch als dritte Variante die Stofftasche hinzugezogen. Hier sehen Sie jetzt, wie viel die Stofftasche in der Produktion ausmachen würde. Eine ganze Menge. Aber sind wir jetzt noch nicht fertig mit dem Anschauen dieses Beispiels. Und zwar ist es ja so, dass die Taschen ganz unterschiedliche Eigenschaften haben. Und zwar in der Lebensdauer. Eine Plastiktüte, nehmen wir mal an, verwenden Sie vielleicht 3-mal, dann ist sie schmutzig oder kaputt. Bei der Papiertüte sieht es noch ein bisschen schlechter aus,
vielleicht einmal und dann, oder hier ist die Annahme, wir verwenden sie zweimal. Einmal zum Einkaufen, das zweite Mal vielleicht noch als Abfalltüte und dann ist sie auch kaputt. Und die Stofftasche, ja, die ist ein bisschen robuster, wenn wir damit gut umgehen natürlich. Und da habe ich jetzt angenommen, wenn wir 3-mal pro Woche einkaufen würden, und zwar die Stofftasche ungefähr 3 Jahre lang halten würde. Das heißt, wir würden sie ungefähr 470 Mal nutzen. Dann sieht die Stofftasche hier schon ziemlich gut aus. Und wenn man dann noch berücksichtigen würde, dass man ja trotzdem, oder wenn man einkaufen gehen würde und nur Plastik oder Papiertüte nehmen würde, dann wäre die Bilanz noch ein bisschen besser zugunsten der Stofftaschen. Hier noch ein kleiner Tipp zur Anwendung. Deponieren Sie doch einfach einen Stoffbeutel bei sich bei der Arbeit. Dann kann man das gar nicht mehr vergessen morgens. Jetzt haben Sie die Schätzfragen gut überstanden. So, und nun? So einfach und schwierig es ist, oder es erscheinen mag, CO2-Emissionen einzusparen. Sie haben gesehen, dass man an vielen Ecken und Enden ansetzen kann. Und zwar ist es vielleicht für jeden Einzelnen am einfachsten, dort anzusetzen, was einem selber am einfachsten fällt. Wie auch schon am Anfang gesagt, eine einzelne Person kann nicht unbedingt die Welt retten. Wichtig ist, dass viele Menschen aktiv werden. Und um die Klimakatastrophe, die auf uns zukommt, eindämmen zu können, ist nicht nur wichtig die Treibhausgaseinsparung jedes Einzelnen wichtig, sondern auch der Druck jedes Einzelnen. Und zwar der Druck auf die Unternehmen und auf die Politik, etwas zu ändern. Und das macht man auch mit jeder Kaufentscheidung, die man tätigt. Wir alle sind Gewohnheitstiere, ist so. Und wie gehen wir damit am besten um, wenn ich etwas verändern möchte in meinem Leben? Wenn ich einen klimafreundlicheren Lebensstil, zu einem klimafreundlichen Lebensstil wechseln wollen würde. Und dafür dürfen Sie gespannt sein auf den nächsten Vortrag von Sarah Meyer. Vielen Dank, Eva, für deinen Vortrag. Genau, wir haben jetzt schon sehr viel gehört, auch wie das zustande kommt, wie das berechnet wird und was das im Alltag bedeuten kann. Und genau, das knüpft super an den nächsten Vortrag an. Genau, wir freuen uns sehr, dass wir jetzt Sarah Meyer-Sölle bei uns auch zu Gast haben. Sie ist Geoökologin und seit 2010 wissenschaftliche Mitarbeiterin am ITAS. Sie forscht schwerpunktmäßig zu nachhaltiger Mobilität und Klimaschutz. Und sie ist auch Teil des Projekts Quartier Zukunft Labor Stadt, das Sie vielleicht in der Oststadt schon einmal kennengelernt haben. Und dort initiiert und begleitet sie ganz aktiv Transformationsprozesse für eine nachhaltige Entwicklung. Und gleichzeitig ist sie aber auch Projektleiterin des BMU-Projekts Klimaschutz gemeinsam wagen, zu dem sie uns in ihrem nun folgenden Vortrag einen Einblick geben wird. Danke, Sarah. Danke an meine Vorredner und an Lisa und Helena für die Moderation des Abends. Eva hat eigentlich, finde ich, schon eine super Überleitung gemacht. Ich werde jetzt weiter beim Thema Alltag bleiben und wie man hier CO2-Einsparungen in seinem Leben erreichen kann und darauf eingehen, welche Anstöße und Hilfestellungen eben auch durch ein Projekt wie Klimaschutz gemeinsam wagen aus so einem Wissenschaftssystem in die Gesellschaft gebracht werden können, damit konkret Menschen vor Ort das Thema angehen können und ihr Leben dahingehend klimafreundlicher gestalten. Ganz kurz zum Projekt, so eine Art Projektsteckbrief, damit wir so ein bisschen wissen, was der Rahmen des Ganzen ist. Lisa hat schon gesagt, der Titel ist Klimaschutz gemeinsam wagen, also dieser Gemeinschaftsaspekt, der war uns wichtig, den haben wir gleich in den Namen mit reingepackt. Es ist ein Projekt vom BMU, also vom Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Nukleare Sicherheit. Es läuft über 4 Jahre und ist vor ungefähr einem Jahr gestartet. Und das Ziel ist es, dass man Klimaschutz im Alltag umsetzt, also zwar so viele CO2-Einsparungen wie möglich dadurch bewerkstelligt. Und das
vielleicht nicht das Besondere, aber so ein Augenmerk darauf ist eben, dass man diese Einsparungen dann auch dokumentiert und quantifiziert. Und dafür sind wir sehr glücklich, dass wir Eva mit an Bord haben, die eben mit dieser Methode der Lebenszyklusanalyse dann auch die Maßnahmen und die Selbstexperimente, das erkläre ich später noch, was das ist, mit denen wir arbeiten, hinterfüttert mit Daten, damit wir auch genau wissen, was passiert ist. Wir haben uns 3 Themen gegeben in dem Projekt, denen wir uns stärker widmen, und das ist die Ernährung, die Mobilität und der Konsum. Und damit man sich so ein bisschen was darunter vorstellen kann, woran man da so denkt, ist es zum Beispiel, dass man eben, wie wir auch gerade schon hatten, vom Auto auf das Fahrrad umsteigt oder zum Beispiel einen Monat lang kein Fleisch isst, den Stromanbieter wechselt, was ja ziemlich viel bringt, wie wir gesehen haben, oder sich zum Beispiel verpflichtet, keine neue Kleidung mehr zu kaufen, sondern nur noch Secondhand. Gemessen wird immer nur eine neue Veränderung in dem Projekt, also es geht darum, was kann ich sozusagen neu in die Gesellschaft tragen. Das heißt, wenn jemand jetzt zum Beispiel schon Veganer ist, dann kann er in diesem Bereich Fleischreduktion sozusagen gar nicht mehr einsparen, aber er kann sehr wohl in anderen Lebensbereichen noch was tun. Und später gebe ich dann nochmal einen kompletten Überblick, mit welchen Selbstexperimenten wir uns befassen im Projekt. Ich starte mit einem kleinen Exkurs in die Umweltpsychologie, weil mir das sehr viel gebracht hat im Projekt. Man überlegt immer, woran es liegt, dass man eigentlich schon so viel weiß und so wenig passiert, also diese berühmte Lücke vom Wissen zum Handeln. Da stehen immer alle so ein bisschen davor und denken, ja, was muss man jetzt noch tun, damit irgendwie mal was ins Rollen kommt. Und was mir da sehr geholfen hat, ist dieses sogenannte IMPUR-Schema aus der Umweltpsychologie, so eine Systematisierung, wie man eben, welche Schritte es eigentlich gibt, die aufeinander aufbauen, aber es gibt manchmal auch so, dass man wieder zurückfällt. Was liegt denn eigentlich dazwischen, dass ich etwas weiß und dass ich etwas tue? Und Info heißt, es sind einfach die Anfangsbuchstaben der 5 aufgelisteten Phasen. Also es geht mit der Information los, wenn wir uns das mal vorstellen. Ich nehme mir vor, ich möchte in Zukunft mit dem Fahrrad statt mit dem Auto zur Arbeit fahren, weil ich zum Beispiel gelesen habe, das ist ja irgendwie, da wird doch ziemlich viel CO2 ausgestoßen, wenn ich das mit dem Auto mache, da gibt es ja klimafreundlichere Alternativen, das ist so dieses Informationslevel. Dann je nachdem, wie stark ich mich vielleicht für Klimaschutz interessiere oder da Befürchtungen habe, fühle ich mich vielleicht mehr oder weniger stark motiviert, aus diesem Grund etwas zu tun. Es kann aber auch sein, dass ich ganz andere Motivationen habe, dass ich mit dem Fahrrad fahren will, gesundheitlich, will ich mich mehr bewegen, an der frischen Luft sein, da können noch ganz andere Dinge eine Rolle spielen. Da habe ich aber immer noch kein einziges Mal diesen Vorsatz in die Tat umgesetzt, dass ich wirklich mit dem Rad zur Arbeit gefahren bin. Dann gibt es so eine Phase, wo man irgendwie ein bisschen konkreter wird und wirklich diese Planung einsteigt. Beim Fahrradfahren wäre das jetzt für mich, dass man vielleicht mal überlegt, wenn ich es noch nie gemacht habe, wie komme ich denn eigentlich mit einem schönen Fahrradweg zur Arbeit? Ist mein Fahrrad überhaupt fahrbereit oder muss ich es aufpumpen oder sogar reparieren lassen? Und dann wird sozusagen das erste Mal eigentlich diese Umsetzung vollbracht. Also ich starte einmal morgens zur Arbeit, weil wenn ich diese Planung und vielleicht darauf aufbauende Reparaturschritte nicht gemacht habe, dann kann ich zwar morgens vorhaben, mit dem Fahrrad zu fahren, aber wenn ich dann vor dem Haus stehe und das Ding hat einen Platten und fertig, dann kriege ich es halt nicht in die Umsetzung. Genau, und daran anschließend, wenn ich das dann mal gemacht habe und vielleicht auch ein schönes Gefühl dabei hatte, mich gut gefühlt habe oder mein soziales Umfeld darauf positiv reagiert oder was auch immer mir das irgendwie gut tut, dann kommt es erst dazu, dass man es eben bereit ist, es mehrmals umzusetzen und in so eine Routinisierung kommt, dann sozusagen immer mit dem Fahrrad fährt, außer in irgendwelchen Ausnahmesituationen, keine Ahnung, es hagelt, es stürmt, es hat Glatteis, dann weicht man eben wieder auf andere Alternativen aus. Und unser Projekt hat jetzt so ein bisschen den Fokus auf dieser Planung und Umsetzung und Routinisierung. Also wir machen auch viel zur Information und Motivation, aber was manche andere Projekte eben schwächer ausgeprägt haben, ist so, dass man wirklich den Leuten auch so einen stärkeren Rahmen geht, wann startet ihr, womit startet ihr jetzt genau, was müsst ihr vielleicht vorher noch ein bisschen beachten oder Vorbereitung, da liegt so ein bisschen das Augenmerk drauf. Es gibt jetzt 2 Schwerpunkte oder Bausteine, die wichtig im Projekt sind, die ich Ihnen gerne vorstellen möchte, die eben darum gehen, wie man diese Lücke vom Wissen zum Handeln vielleicht ein bisschen schneller überbrückt kriegt. Und das sind zum einen ist es das Klimacoaching mit den Klimacoaches, einer zumindest ist auch hier. Und danach gehe ich auf die Selbstexperimente ein. Das Klimacoaching ist ein Element in dem Projekt, wo es darum geht, Menschen, die sich schon für den Klimaschutz interessieren und engagieren wollen, so ein bisschen stärker mitzunehmen und auch auszubilden. Diese Ausbildung, das sind 10 Module, die wir jetzt geplant haben, die immer so ab 2 bis 3 Stunden stattfinden. Das startet jetzt am 12. Oktober und geht dann bis in den Dezember.
Und diese Ausbildung beinhaltet so allgemeine Themen, die wir gedacht haben, es ist sinnvoll, wenn man jetzt so stärker mit Gruppen und in der Zivilgesellschaft aktiv werden möchte, wie Kommunikation, Öffentlichkeitsarbeit, Netzwerke knüpfen, normales Projektmanagement, und widmet sich dann so diesen inhaltlichen Themen im Projekt, also Ernährung, Mobilität, Konsum, aber auch eben diesem Thema CO2-Bilanzierung, also wie kann ich das denn dann fassen, was dort passiert, und geht auch noch ein bisschen generell auf die Situation in Karlsruhe ein. Genau, das Erstaunliche ist, der Plan war eigentlich, dass wir 5 Klimacoaches mit in das Projekt nehmen, vielleicht ein paar mehr ausbilden, weil sich immer was ändert bei den Menschen und ein paar bestimmt abspringen werden, aber momentan zeichnet sich so eine große Nachfrage nach dem Klimacoaching ab, dass ich noch gar nicht genau weiß, wie wir das irgendwie handeln werden und erstmal größere Räumlichkeiten suchen, damit möglichst viele Leute dann auch daran teilnehmen können. Was macht so ein Klimacoach? Er soll die Maßnahmen und Selbstexperimente, die in diesem Projekt stattfinden, unterstützen und begleiten. Und aufgerufen dazu sind eigentlich jeder, der so Lust hat, im Klimaschutz ein bisschen stärker aktiv zu werden, aber auch ein bisschen Zeit mitbringt, sich dem zu widmen und gerne mit anderen Menschen sozusagen diesem Thema auch gemeinsam arbeitet und motivieren möchte. Genau. Ich habe jetzt mal kurz 3 Bilder mitgebracht, welche Klimacoaches wir sozusagen schon im Boot haben, und da kommen ja fast täglich noch irgendwie neue Anfragen dazu. Und wir haben sie mal gefragt oder gebeten, uns mitzuteilen, was sie denn motiviert, diese Funktion wahrzunehmen. Und Julia hat zum Beispiel geschrieben, ich möchte ein Klimacoach werden, um Bürgern zu zeigen, dass ein achtsamer Umgang mit unserer Erde nicht kompliziert sein muss und kleine Dinge bereits einen großen Unterschied bewirken. Sandra, die schon ganz lange mit dabei ist im Projekt, sagt, jeder von uns hat sich bereits in vielerlei Hinsicht für ein nachhaltigeres Leben geändert. Jetzt können wir zusammen Handlungen umsetzen, wozu uns bisher die Idee oder die Energie gefehlt hat. Also wir sehen so, es geht zum einen um diesen Gemeinschaftsaspekt, aber auch so erstmal so diese Ideengebung, was könnte ich denn machen, und dann dieser Gemeinschaftsaspekt, dass man es vielleicht gemeinsam besser hinkriegt als alleine. Und Bettina hat uns geschrieben, sie möchte gemeinsam mit Gleichgesinnten in Karlsruhe Aufklärung und Überzeugungsarbeit betreiben, in dem Sinne gemeinsam macht stark. Für uns ist diese Ausbildung, hat mehrere Funktionen, wenn man auch nochmal auf dieses Info-Schema guckt. Also es ist natürlich nochmal so eine Informationsweitergabe, so eine Wissensvermittlung, die den Leuten auch Sicherheit gibt, dass sie sich dann in diesem Thema Klimawandel und als Klimacoach sicherer fühlen, so eine gewisse Souveränität bekommen und eben ihre eigenen Unsicherheiten irgendwie auch klären können und fragen. Und unserer Erfahrung nach ist es jetzt bisher so ein Angebot, was von Menschen wahrgenommen wird, die das Gefühl haben, sie sind schon relativ lange in diesem Thema unterwegs und haben vielleicht selbst auch schon zum Beispiel beim Thema Ernährung ganz viel selbst verändert, und sie möchten diese Erfahrung einfach weitergeben. Genau, jetzt komme ich zum zweiten Baustein im Projekt, den ich gerne vorstellen würde, das sind die Selbstexperimente. Selbstexperimente sind für uns eine Möglichkeit, eine eigene Verhaltensveränderung bewusst anzugehen, die aber eben auch zu planen, was man da machen möchte, dann in diese Umsetzung zu kommen, so ein bisschen Commitment zu haben, dass man das jetzt plant, wie man so einen Diätplan irgendwie vorgestellt hat und sagt, okay, Montag starte ich und dann geht es so immer weiter, aber dann sozusagen auch so eine Reflexion einzubauen, zu überlegen, ja, warum hat es jetzt nicht geklappt und was könnte ich dann vielleicht ändern, dass es beim nächsten Mal besser funktioniert. Genau. Die Selbstexperimente sollen eigentlich wirklich so eine praktische Veränderung anstoßen und durch diese Reflexion auch so ein bisschen Wissen über diese Veränderung soll dokumentiert werden und weitergegeben werden. Genau, und die Selbstexperimente, die wir jetzt uns im Projekt anschauen und weiterverfolgen wollen, stelle ich Ihnen gleich vor. Jetzt komme ich nochmal ganz kurz zur Wirkung, zur CO2-Messung, weil die eben in dem Projekt auch sehr stark gewünscht ist. Und Eva hat es ja schon so ein bisschen erklärt. Also wir werden zum einen, das kennt man vielleicht diesen Uber-Rechner, ist so ein relativ bekannter kostenloser CO2-Rechner, der eben online verfügbar ist, erstmal benutzen, sodass jeder einmal sehen kann in diesen verschiedenen Bereichen, Heizung, Strom, Mobilität, Ernährung, sonstiger Konsum, wo stehe ich denn da? Also bin ich bei den 12 Tonnen, bei den 10, bin ich vielleicht schon bei 8? Das ist aber wirklich nur so eine Grobeinschätzung. Wenn ich dann wirklich diese individuelle Verhaltensänderung, zum Beispiel bei Ernährung, mich vegan oder vegetarisch ernähren mache, dann kann ich das sehr schlecht, also gerade bei Ernährung und bei Konsum in diesen Rechnern abbilden, weil die da sehr pauschal rübergehen und es auch immer gleich das ganze Jahr hochrechnen. Oder zum Beispiel die Annahme haben, dass wenn ich mehr Geld für Konsum ausgebe, dass es dann gleich klimaschädlicher ist. Es kann aber auch sein, dass ich einfach nachhaltiger konsumiere, dass es dann teurer ist und vielleicht sogar weniger CO2 verursacht. Also es sind so ein paar Annahmen drin, die uns auch nicht immer ganz gefallen. Deswegen tun wir im Projekt unsere individuellen Maßnahmen nochmal genauer betrachten, dokumentieren und dann
selbst nochmal die Bilanzen dahinter sozusagen uns anschauen. Wie laufen diese Selbstexperimente ab und für wen sind sie erstmal gedacht? Sie sind für einzelne Haushalte, Einzelpersonen, Familien und WGs gedacht, aber dann auch für größere Gruppen, die sich schon in irgendwelchen Kontexten gebildet haben, also Vereine, Schulklassen, Kindergärten oder wenn Arbeitskollegen was gemeinsam angehen wollen. Wir starten Ende Oktober, sind wir soweit, dass wir alles, glaube ich, beisammen haben und eine größere Auftaktveranstaltung haben. Dann hat man 10 Monate die Möglichkeit, diese Umsetzungsphase dort mitzumachen. Dann gibt es ein paar Monate Pause, wo wir nochmal ein bisschen justieren und schauen, was alles geklappt hat, vor allem mit der Dokumentation. Und dann gibt es nochmal eine neue 10 Monate Umsetzungsphase. Wie lange jeder Einzelne da aber mitmacht, ist freigestellt. Das heißt, man muss jetzt nicht sagen, ich bin jetzt 10 Monate Vegetarier, sondern ich gehe eher davon aus, die Leute sagen, ich mache das mal einen Monat oder nehme die Fastenzeit und baue es da ein. Und die Hoffnung ist aber natürlich, dass die Leute dann klimafreundliche Verhaltensänderungen, die sie dann so zum Beispiel einen Monat lang umgesetzt haben, teilweise beibehalten natürlich oder dann auch einfach andere Selbstexperimente noch angehen, wenn sie sagen, ich bin jetzt bei Ernährung schon ganz gut, jetzt gucke ich mir mal an, was mit meiner Mobilität ist. Und was bieten wir als Rahmen in dem Projekt? Wir bieten also vor allem so diese Informations- und Motivationsschiene mit, wir nennen es ausgearbeitete Steckbriefe zu den einzelnen Selbstexperimenten. Man könnte sagen, ein Kochrezept, wo es draufsteht, warum das eine klimafreundliche Idee wäre, das zu tun und wie man es am besten angehen kann, was man vielleicht dokumentieren muss, damit man dann auch nachweisen kann, ob es eine CO2-Einsparung gemacht hat und wie man das lokal in Karlsruhe am besten auch angeht. Wir begleiten dann diese Selbstexperiment-Teilnehmer mit Gruppentreffen, wir haben Themenabende, Workshops, Exkursionen, alles Mögliche, was einem hilft, am Ball zu bleiben. Und jetzt komme ich zur Liste, welche Selbstexperimente wir in dem Projekt anbieten. Der Prozess war so, dass wir eine Ideenwerkstatt im Mai in der Oststadt hatten, wo wir die Leute einfach gefragt haben, in diesen 3 Bereichen Ernährung, Mobilität, Konsum, was wären denn da klimafreundliche Alternativen, die ihr euch vorstellen könntet. Und dann haben wir die sozusagen weiter ausgearbeitet in 3 Workshops, haben auch noch eigene Ideen dazu genommen, weil zum Beispiel bei der Ernährung, das sind jetzt so diese hellgrünen 7 ersten Vorschläge, kamen eigentlich nur weniger Fleisch. Aber zum Beispiel die zweite, also gar kein Fleisch oder vegetarisch essen, kam zum Beispiel nicht. Das haben wir dann aber noch dazu genommen. Dann gibt es so das Thema regional und saisonal konsumieren, Bio-Lebensmittel, Lebensmittelverschwendung, Selbstexperiment 6 ist ein ganz großes Thema und da kann man auch mit Restaurants, mit Kantinen und so sehr gut zusammenarbeiten. Oder zum Beispiel auch mit Foodsharing und weniger Tiefkühlkost. Das ist das letzte Selbstexperiment im Ernährungsbereich, wo es eben darum geht, wenn man das immer schon tiefgekühlt lagern muss und dann auch nochmal sozusagen diesen hohen Energieaufwand betreiben muss, um es wieder aufzutauen und zu erwärmen. Das ist sozusagen da sozusagen der Einsparungspotenzial ist, wenn man das nicht machen muss. Im Mobilitätsbereich sieht es erstmal klein aus, aber das ist einfach sehr schlicht, was man da machen kann. Es gibt einmal das Thema Autofasten, also diese Alternativen, was wir jetzt auch schon in dem Beispiel hatten, im Alltag, in meiner alltäglichen Fortbewegung und dann das große Thema klimafreundlich Reisen, wo es halt vor allem natürlich um Flugreisen geht. Und dann haben wir noch 5 Selbstexperimente im Bereich Konsum, die wir angehen. Das eine ist ein Riesensammelsurium. Selbstexperiment 10 ist nachhaltig konsumieren. Da geht es ganz viel um Leihen, Tauschen, Recyceln, Reparieren. Aber zum Beispiel gab es auch so einen Vorschlag mit Geschenke überdenken, dass man also nicht immer irgendwie einfach was kauft, was der andere nicht braucht, sondern zum Beispiel Zeit verschenkt. Das Thema Plastikmüll haben wir dabei. Mein Strom ist grün, also das ist einfach dieser Anbieterwechsel, den wir auch vorhin schon als Beispiel hatten. Mein Geld hilft dem Klima ist Investitionen in zum Beispiel Klimafonds oder dass man einfach auch nur sein Konto mal wechselt, weil da gibt es einfach auch grünere Anbieter. Energie vom Dach ist Solarstrom, also dass wir versuchen, auch so eine Solarkampagne, auch mit Fossil Free und so anzugehen, dass mehr Dächer in der Oststadt und anderswo in Karlsruhe wirklich eher so Solarpotenzial ausnutzen. Und energieschonender Alltag sind dann eher so klassische Energiesparmaßnahmen, die wir auch noch mit aufnehmen. Genau, dann wäre ich auch schon bald am Ende. Wie gehen wir das Ganze jetzt konkret an? Also zum einen haben wir eben diese Klimacoach-Ausbildung, wo wir eben diese Personen, die sehr interessiert sind, als Multiplikatoren mit ins Boot nehmen und den Rahmen bieten, um aktiv zu werden. Die startet bis im Oktober und Ende Oktober starten wir eben auch in die Selbstexperiment-Phase mit einer Auftaktveranstaltung, wo sich die Klimacoaches und sehr viele Praxispartner, die wir auch haben, die ich noch gar nicht erwähnt habe, aber die man so ein bisschen da unten auf dem Plakat sieht, sich vorstellen werden, wo man einfach die einzelnen Selbstexperimente nochmal ausführlicher sehen kann und Fragen dazu stellen kann und dann
starten wir hoffentlich mit möglichst vielen Menschen, die etwas verändern wollen in die Selbstexperimentphase. Es gibt da eine Newsletter-E-Mail-Liste, die da vorne ausliegt und auch noch so, glaube ich, ein paar kleine Flyer und eine Projektbroschüre da vorne. Und damit wäre ich schon fast am Ende angekommen. Das ist nochmal so eine kleine Wortwolkenzusammenfassung der Dinge, die uns im Projekt wichtig sind. Und damit bedanke ich mich eigentlich fürs Zuhören und vielen Dank für die Frage. Ja, ganz herzlichen Dank, Sarah. Ich denke, da haben wir jetzt alle schon die ein oder andere Inspiration mitgenommen, wie wir jeder Einzelne unseren Alltag ein bisschen klimaschonender gestalten kann.